Willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Free Energy. Ich begrüße euch zu der ersten Messung des PERNDEF-Projekts. Dies wird ein etwas längeres Video, da die Linearität der Messstation gezeigt, der Messvorgang beschrieben, die Wertung der Messresultate erklärt und 3 Messserien behandelt werden. Für diejenigen unter euch, die glauben, dass ein Permanentmagnetmotor nicht funktionieren kann, wird dieses Video bereits einiges zu denken geben. Für alle anderen kann ich nur sagen, freut euch, die Messungen werden deutlich zeigen, dass ein Kräfteungleichgewicht erzeugt wird, wenn auch etwas anders als erwartet. Als erstes sage ich vielen Dank für eure Kommentare und die vielen E-Mails mit wirklich spannenden Inhalten. Vielen Dank auch für alle, die ein Abo hinterließen und ganz besonderen Dank für die Spenden, die ich erhalten habe. 56,78 € habe ich von Stefan erhalten mit dem Vermerk "Weiter so. Ich bin sehr gespannt. Stefan Weber, Heidelberg." Ich frage mich, ob 5678 eine spezielle Bedeutung hat. 50 € habe ich ohne Vermerk aus Österreich und 80 Schweizer Franken mit dem Vermerk "Der Heinz" erhalten. Ihr unterstützt mich damit sehr. Vielen lieben Dank dafür. In einigen E-Mails sind Vorschläge und Hinweise auf die Schirmung der Magnete eingegangen. So bekam ich eine E-Mail aus Frankreich mit dem Hinweis, dass laut einer Patentschrift des PERNDEFs das Schirmungsmaterial aus Nickel bestehen sollte und nicht aus Eisen. Leider war kein Verweis auf die Patentschrift enthalten. Aus anderer Quelle kam der Hinweis, dass die Schirmung mit Mymetallfolie zum Erfolg führen würde. Da diese Folie auch zu einem Teil aus Nickel besteht, werde ich, um dies zu überprüfen, bei der schlussendlich besten Magnetanordnung auch eine Messerie mit der Mymetallfolie durchführen. Außerdem wurde gemeldet, dass die Schirmung einen Abstand zum Magneten haben sollte, um effektiver zu wirken. Das heißt, es sollte eine Isolierung zwischen Magnet und Schirmung vorhanden sein. Um dies zu klären, wird in dieser Messerie ebenfalls ein Messdurchgang behandelt, bei der Magnet und Schirmung durch eine Isolation getrennt sind. Zum Vergleich, ob und wie die Schirmung nützt, wird außerdem ein Durchgang gemessen ohne Schirmung. Es wird also spannend. Legen wir los. Die Messstation muss als erstes sehr genau eingestellt werden. Kleinste Abweichungen in der Symmetrie zeigen sich sofort in den Messresultaten. Am wichtigsten ist es jedoch, dass im Messbereich, also zwischen 45 bis 135 Grad, eine möglichst genaue Linearität gewährleistet ist. Um dies zu erreichen, ist es jedoch unerlässlich, den gesamten Messbereich über 360 Grad bei jeder neuen Einstellung zu beobachten. Dass dies sehr zeitaufwendig ist, kann man sich leicht vorstellen, denn nur schon die Messung über diesen Bereich dauert ca. 40 Minuten. So lange dauert es also, bis man die nächste Einstellung vornehmen kann. Egal wie genau ich die Komponenten um den Rotor eingestellt habe, die Störung blieb immer am gleichen Ort. Sie konnte zwar abgeschwächt werden, aber an der Position war nichts zu machen. Die Störung im Messbereich war inakzeptabel. Auch das Drehen der Riemenscheibe an der Rotorachse blieb absolut wirkungslos. Bis ich schlussendlich herausfand, dass die Ursache an der Riemenscheibe des Motors liegt. Diese läuft kaum sichtbar etwas exzentrisch. Eventuell hat sie leichtes Spiel bei der Achse und durch die Festhalteschrauben wird sie etwas aus dem Zentrum gedrückt. Sichtbar ist das nicht, aber dafür messbar. Kurz, die Riemenscheibe wurde gedreht und siehe da, der Messbereich ist in einem gut brauchbaren linearen Zustand. Durch die Einstellmöglichkeit der Distanz des Motors in der Längsachse
kann die rhythmische Störung nicht komplett vermieden werden, jedoch stark reduziert. Soweit, wie wir später sehen werden, dass sie nicht ins Gewicht der Messung fällt. Die Reibungskräfte des Zahnriemens über den Riemenscheiben spielen dabei eine wichtige Rolle. Ich möchte nicht zu viel Zeit mit den technischen Details im Video verbringen, deshalb verweise ich gerne auf 2 gute Webseiten, die sich der Problemstellung sehr genau annehmen. Zum einen ist es unerlässlich, den Zahnriemen so stark wie möglich zu spannen, damit die Magnete im kritischen Bereich möglichst kein Spiel erhalten. Dies führte dazu, dass die gesamte Messstation an ihre Grenze kam. So mussten die 1 Kilogramm Wegezellen durch solche mit 5 Kilogramm ausgewechselt werden. Man merkt auch, je stärker man spannt, umso zäher läuft alles, da die Reibungskräfte um die Riemenscheiben natürlich stark zunehmen. Es gelang mir, eine gute Kombination zu finden, wie wir gleich sehen werden. Das Spiel der Magnete im kritischen Bereich ist akzeptabel und wird durch die Messung im Uhr- und Gegenuhrzeigersinn egalisiert. Es werden jeweils 5 Messungen im Uhr- und 5 im Gegenuhrzeigersinn ausgeführt. Für die Messauswertung werden am Ende alle 10 Resultate zusammengeführt, der Mittelwert ausgerechnet und die Messwerte ausgewertet. Die Messung wird über den Messbereich von 45 bis 135 Grad ausgeführt. In der Konstruktion des Rotors ist das der Bereich von 0 bis 90 Grad. Ich gehe später in der Auswertung der Resultate nochmals genauer darauf ein. Der Arduino Uno liest bei jedem Messschritt, das sind neu 0,19 Grad, die Wegezellen aus und gibt die Resultate über die serielle Schnittstelle wieder. Diese werden am Ende der Messung von mir übernommen und in eine Textdatei kopiert. Anschließend wird durch ein erstelltes Excel-Skript die gewünschten Daten aus der Datei ausgelesen und in ein Excel-Sheet übertragen. Aus den so erhaltenen Messergebnissen wird ein Diagramm erstellt. Dieses Diagramm schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Das erste, was auffällt, sind die von den Wegezellen gemessenen Ausschläge. Im Diagramm dargestellt mit Rot und Grün. Die Zelle 1, blaue Kurve, misst die Kräfte im Uhrzeigersinn, also eigentlich laut Konstruktion die antreibenden Kräfte, und die Zelle 2 misst die entgegengerichteten Kräfte. Dies wird bei der Auswertung der Messung noch genauer behandelt werden. Wichtig ist jetzt zu erkennen, dass wenn eine Zelle unter Zug steht, also Kräfte auf sie einwirken, die andere Zelle fast im gleichen Maße entlastet wird. Daher sehen die Kurven beinahe identisch horizontal gespiegelt aus. Das heißt also, wenn Zelle 2 von den entgegenwirkenden Kräften erfasst wird, entspannt sich der Zahnriemen auf der gegenüberliegenden Seite und zeichnet eine beinahe ähnliche Kurve im negativen Bereich auf. Wir sehen noch etwas sehr Wichtiges. Die Schnittpunkte entstehen, wenn die Spannkraft des Zahnriemens auf beiden Seiten gleich ist, bzw. wenn die Wegezellen die gleiche Kraft aufzeichnen. Diese Schnittpunkte werden vom Excel-Skript ausgelesen und notiert. Man erkennt auch, dass im Wirkungsbereich der Magnete 3 Schnittpunkte maßgebend sind. Am Anfang, hier im Beispiel bei 52 Grad, beginnt die Wegezelle 2 die entgegengerichtete Kraft aufzuzeichnen. Im Schnittpunkt bei 73 Grad wechselt die Wirkungsweise zur antreibenden Kraft über. Nun steht die Wegezelle 1 unter Zug und bei 104 Grad sind wieder beide Riemen entspannt. Der Wirkungsbereich der Magnete ist also zwischen 52 und 104 Grad zu messen. Anhand der Schnittpunkte erkennt das Excel-Skript den Messbereich und die damit verbundene Abweichung zur Nulllinie im Diagramm. Es wäre wünschenswert, wenn die Schnittpunkte so nahe bei Null liegen würden wie möglich.
Dies korrigiert das Skript und fügt ein zweites Diagramm ein, welches um den Mittelwert der Messwerte an den Schnittpunkten korrigiert wird. Beim zweiten Diagramm sehen wir, dass die Schnittpunkte näher an der Nulllinie sind. Anschließend werden alle Messwerte im Wirkungsbereich der jeweiligen Zelle aufaddiert. Dies wird dargestellt unter dem Diagramm beim Punkt totale Wirkung Zelle 1 bzw. 2. Würde man diese Wirkung mit dem Messschritt 0,19 Grad multiplizieren, hätte man in etwa die Fläche unter dem jeweiligen Wirkungsbereich. Es wird ebenfalls ausgelesen, wie viele Messpunkte jeweils im Zeitraum der einwirkenden Kräfte der Magnete gemessen werden. So sehen wir, dass die Zelle 2 108 und die Zelle 1 164 Messpunkte im Wirkungsbereich aufzeichnen. Daraus kann der Mittelwert berechnet werden. Würde man also wieder bei jedem Messpunkt den Mittelwert einfügen und jeden mit Delta x, also 0,19 Grad, multiplizieren, hätte man wieder die Fläche, diesmal in einem Rechteck unter dem Wirkungsbereich. Es kommt vor, dass in den Messresultaten ein Fehler übermittelt wird. Dieser Wert ist proportional zu den Spannkräften, die am Zahnriemen wirken. Jedoch wie er genau zustande kommt, ist mir bis jetzt unklar. Da dies selten vorkommt, wird nach dem Einlesen der Textdatei durch das Skript eine Korrektur dieser Werte durchgeführt. Die Fehlerwerte werden rechts herausgeschrieben, die Stelle wird rot markiert und die Felder durch den Mittelwert der Messresultate vor und danach korrigiert. Das ist vertretbar, meine ich. Kommen wir also zu den wirklich interessanten Themen dieses Videos. In der heutigen Messserie wird die Position 30 Grad mit einem halb abgeschirmten Magneten behandelt. Wir wissen jetzt, wie die Messung zustande kommt. So kann ich jetzt und in Zukunft etwas schneller durch die Messungen hindurchgehen. Die Position 30 Grad habe ich in der Probemessung als die wahrscheinlich schlechteste Variante für halb abgeschirmte Magnete eingeschätzt. Schauen wir uns jetzt an, was dabei rausgekommen ist. Messung 1 bis 5 sind im Uhrzeigersinn ausgeführt. Sie sollten also alle dasselbe Resultat zeigen. Nun werde ich alle Messungen durchlaufen ohne Kommentar und am Schluss bei der Auswertung wieder einsteigen. Die Messresultate sind auch auf meiner Homepage freeenergy.me zum Download bereit. Wir sehen, die 5 Messungen sind beinahe identisch. Jetzt folgen die Messungen im Gegenuhrzeigersinn.
Es zeigt sich, dass die Auswertung, also der Mittelwert der 10 Messungen, genau widerspiegelt, was wir in den 10 Resultaten gesehen haben. Die Wegezelle 2, also die Zelle, die eigentlich die Kräfte gegen den Uhrzeigersinn aufzeichnet, zeigt eine deutlich höhere Kraftauswirkung auf den Rotor. So wie das hier aussieht, würde mit den richtig gewählten Abständen die Rotation statt im Uhrzeigersinn, wie in der Theorie vorgesehen, sich gegen den Uhrzeigersinn bewegen. Aber immerhin, diese Anordnung scheint trotzdem interessant zu sein. Wir werden sie uns also merken. Schauen wir uns nun die Messung an der Position 30 Grad mit halb abgeschirmten Magneten an, die über eine Isolation zwischen Magnet und Schirmung verfügen. Wir sehen, dass sich die Messung gleich verhält wie die zuvor. Jedoch zeigen die Magnete mit der Isolation einen leicht stärkeren Ausschlag auf beiden Seiten. Um die beiden Messserien miteinander zu vergleichen, betrachten wir die Flächen unter den Messkurven und setzen diese ins Verhältnis zueinander. Die Fläche mit den Einheiten Gramm mal Grad kann natürlich umgerechnet werden, da 1 Newton 102 Gramm entspricht, und über die Bogenlänge kommen wir auf Radiant. So könnte die Fläche in die Einheit Newton mal Radiant oder einfach Newton umgerechnet werden, was wir jetzt zum Vergleich nicht machen werden. Wir können am Flächenvergleich erkennen, dass die Messung mit der Isolation nicht nur höhere Werte erzeugt, sondern auch, dass sie nach der Konstruktion antreibende Kraft auch kleiner im Verhältnis zur entgegengerichteten Kraft ist. Dies bedeutet also, dass das Kräfteungleichgewicht ebenfalls größer ist. Die Messung 30 Grad ohne Schirmung ist eigentlich mit der Messstation nicht zu messen, da die Kräfte, die auf den Rotor wirken, so enorm sind, dass der Riemen stark gedehnt wird oder sogar dem Motor einen Schritt verloren geht. Ich kann dies nicht überprüfen, da der Motor über keinen Encoder verfügt. Stattdessen wird der gemessene Winkelschritt von 0,19 Grad bei jedem Messtakt aufaddiert. Um die Station etwas zu schonen, habe ich daher nur 2 Messungen in beide Richtungen ausgeführt. Was jetzt kommt, zeigt Erstaunliches, aber seht selbst.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir scheint diese Messung trotz der genannten Störung ziemlich eindeutig zu sein. Die Position 30 Grad sticht durch die Kräfte gegen den Uhrzeigersinn hervor, also die überwiegenden Kräfte deuten auf einen linksdrehenden Rotor hin. Die Abschirmungen schwächen die Kräfte ab und die Übergänge der beiden entgegengesetzten Kräfte werden etwas verzögert. Aber diese Position könnte mit den richtig gewählten Abständen ziemlich interessant sein und das sogar ohne Schirmung. Ich bin begeistert. Es werden nun kürzere Videos in kürzeren Abständen folgen. Als nächstes ist die Position 30 Grad mit voll abgeschirmten Magneten an der Reihe. Zum Vergleich werde ich auch bei der Position 45 und 60 Grad jeweils einen Durchgang ohne Schirmung messen. Es bleibt spannend. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mich unterstützen möchtet, macht einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und oder besucht meine Webseite. Nun wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video.